Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Campinglust TV. Ich bin der Marvin und ich zeige euch heute mal etwas Erschreckendes. Stellt euch vor, ihr gebt euer Fahrzeug in die Werkstatt, um eure Inspektion machen zu lassen, also ganz normal, so wie immer eigentlich, wie jedes Jahr. Und dann stellt ihr fest, dass euer Fahrzeug Spannungsrisse entwickelt. Natürlich eine Nachricht, die ist gar nicht so schön, die möchte man nicht hören. Aber mehr dazu wird euch die liebe Gabi erzählen, die Besitzerin dieses wunderschönen, wirklich traumhaft schönen äh, Frankia Platins. Ja, also, hallo Gabi, was ist denn passiert? Hat es so angefangen, dass ich halt, 'n Termin bei der Werkstatt hatte mit, Inspektion und, Gassicherheitsprüfung. Und dabei hat halt, ein Mitarbeiter das Auto sich angeschaut und hat dann gesehen, dass wir oben er hat erst gedacht, es könnte Dreck sein, aber dann hat er gesagt, es könnte auch 'n Haares sein. Und dann hat er gesagt, er kommt jetzt sowieso in die Werkstatt, sie gucken sich das noch mal an. Und dann habe ich das auch ich habe es erst gar nicht gesehen. Ich denke nur: „Warum guckt der dauernd oben hin?“ Ja, bis er dann mir das gezeigt hat, dass da oben wirklich 'n Haar ist, ich glaube von 2, 3 Millimeter, sind. Und, dann habe ich gesagt: „Ja, wie geht's dann?“ „Ja, das kriege ich nächsten Tag Bescheid.“ Und dann sind wir wieder in die Werkstatt und dann war er ja auch fertig abgenommen. Wir konnten ihn dann auch wieder mitnehmen und dann haben die nur zu uns gesagt, wir sollten das Fahrzeug jetzt über Winter nicht mehr viel fahren. Das muss erst gemacht werden, muss erst repariert werden, weil es kann halt, dass der Haares weitergeht und dann kann es halt sein, dass Feuchtigkeit ins Mobil kommt. Und dann haben wir unser Fahrzeug die haben auch dann sich mit Frankia in Verbindung gesetzt und wir sind sehr zufrieden mit dem Frankia. Es ist ein wunderbares Fahrzeug, fährt sich unheimlich toll und, ja, also sind stolz, dass wir den haben. Ja, dann haben halt Franke hat uns dann zugesichert, dass sie diese Kosten übernehmen, weil das war erst mal für uns nach der, Aussage, dass die Versicherung teurer wird, dass alles teurer wird, haben wir gedacht: „Ach du liebe Zeit“, und der ist ja auch noch nicht so alt, der ist ja gerade mal 4,5 Jahre alt. Und, dann habe ich gesagt: „Na ja, müssen wir halt doch durch“, und heute geht er in die Werkstatt und ich denke, dass er dann, in die andere Werkstatt kommt bei die Firma Heinz und die machen dann diesen Haares. Das heißt, ihr seid quasi ganz normal zur Inspektion gefahren, so wie ihr es jedes Jahr macht. Genau. Das war jetzt kein Sondertermin für. Nein, wir Mhm. haben immer unsere Termine. Der wird, im Frühjahr kriegt er seinen Check-up. Das heißt, bevor wir dann die großen Reisen machen, wird er noch mal richtig gecheckt. Das machen wir jetzt. Deswegen geht er jetzt wieder bei seiner Firma und danach holen wir den ab und dann ist der soweit fertig, dass wir sagen können, wir können ganz gemütlich drauf losgehen. Mhm. So, und Ja. das war dann quasi so, ihr wart bei eurer Werkstatt des Genau. Vertrauens. Ja, Ich selbst habe mir jetzt mal die Stelle angesehen und ja, die fällt ja kaum auf. ja. Wie war dieser Moment? Also, als du auf den Hof gefahren bist, war das dann sofort für die Werkstatt ersichtlich oder wie kam es Nein, so nein, zustande? der ist erst mal rum, der guckt halt überall erst mal. Also, wenn man die Werkstatt fährt, die Fahrzeuge werden rundrum angeschaut, geht der Monteur dann durch und guckt sich das Fahrzeug genau an. Und dann habe ich mich schon gewundert im Hand des Gespräches, weil ich hatte dann noch so 2 3 Sachen, die er machen sollte und, wo ich nachgefragt habe. Und dann hat er dann als nach oben geschaut und dann denke ich: „Was will er denn da oben?“ Und dann sagte er mir dann: „Also, mir wäre das garantiert nicht aufgefallen. Vielleicht beim nächsten Putzen, das könnte sein.“ Aber ansonsten, war also wirklich toll, dass er das entdeckt hat und auch gleich angesprochen hat. Ja, die war natürlich 'ne Hiobsbotschaft, weil, das kostet ja auch ein bisschen was, ne? Und dann habe ich gesagt: oh Gott, jetzt kommen ja schon wieder Kosten“ und, ja, aber, wie gesagt, zum Glück gehabt, dass die Firma Franke das, übernommen hat und, sind wir auch dankbar dafür. Und wie gesagt, ist 'n Ja, das kann ich mir ja sehr gut vorstellen. Das ist ja eine Nachricht, die möchte man ja als Besitzer gerade, also in jeder Preisklasse, ja, ob es jetzt ja, ein günstiges Fahrzeug ist oder jetzt zum Beispiel hier bei einem Frankia, muss ja ja, dazu sagen, das ist ja auch ein Fahrzeug, im
Neupreis, sage ich mal, was die 200.000 Schallmauer schon überschreitet. Und da erwartet man ja auch eine gewisse Qualität oder wenn es mal zu Problemen kommt, was ja immer sein kann, wo man nicht drin steckt, dann erwartet man ja auch eine gewisse Kulanz. Ja, 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 natürlich. Aber, ich meine, die Firmen haben ja auch Franka, die haben ja alle heute mittlerweile auch zu kämpfen. Das muss man sich einfach auch mal überlegen. Ich meine halt klar, wenn ich jetzt in 4 Jahre, also, 4 Jahre etwas jetzt über 4 Jahre, dann erwarte ich auch nicht, dass ich dann einen Riss drin habe, ja. Kann halt passieren und dann ist es ja schön, wenn die Firma sagt: „Okay, wir machen das auf gelernte Weise." Äh, ist nicht selbstverständlich. Ich sehe es nicht als selbstverständlich an. Deswegen betone ich das auch so und sage, richtig toll von Frankia, ne? Also, wir sind echt zufrieden, auch vom Laufwerk, von allem. Das Fahrzeug ist, ja, ist unser kleiner Traum. ja. Ja. Ja, vielen Dank, liebe Gabi. Vielleicht magst Ja, du uns noch ganz kurz verraten, wie das jetzt weiter abläuft. Also, du hattest ja schon gesagt, das Fahrzeug wird heute in die Werkstatt ja. gebracht und dann wird das noch mal begutachtet. Aber ihr habt quasi schon so eine Art Vorzusage bekommen, dass dieses Fahrzeug dass dieser Riss dann auch dementsprechend fachmännisch behoben Der wird? geht heute tatsächlich noch mal in unsere Werkstatt, wo wir immer sind. Und, danach und die fahren den dann in die andere Werkstatt. Wann das jetzt genau ist, weiß ich nicht, weil diesen Termin hat mein Mann ausgemacht mit denen. Bei dem Gespräch war ich nicht dabei und ich weiß, dass er jetzt in Kürze dann in die andere Werkstatt dann wird das gemacht und danach können wir dann übernimmt ihn auch wieder unsere Werkstatt und dann wird noch mal alles kontrolliert und dann können wir ihn wieder abholen. Du hattest ja schon angestoßen, dass du sehr zufrieden bist mit dem Fahrzeug. Ja. Also wird dieser kleine Schaden, der ja jetzt auch durch Kulanz übernommen wird, im Endeffekt nicht deine Meinung verändern, dass du eventuell kein Frankia mehr kaufen würdest. Du bist ohnehin sehr zufrieden, was ich so ein bisschen rausgehört habe. Ja, also ich würde immer wieder in Frankia fahren, weil es ist wirklich er lässt sich einfach toll fahren. Das ist ein tolles Fahrzeug. Und, auch mit diesen Rückfahrkameras und, äh, also man sollte halt schon vielleicht für diese Fahrzeuge auch ein Training machen, wenn man nicht so ein geübter Autofahrer ist. Man muss immer überlegen, man hat hier 8,60 Meter, die man, durch die Gegend fährt, ja. Und, manchmal muss man halt ja langsam fahren oder sollte man vorausschauen, ne? Also, aber wir sind mit allem wirklich bis jetzt wir haben ihn jetzt 4 Jahre. Wir haben jetzt, glaube ich leider können wir nicht so verreisen, wie wir gerne wollten, aber wir haben, glaube ich, auch jetzt schon in den 4 Jahren etwas über 40.000 Kilometer oder so drauf. Und, wir haben bis jetzt auch noch nie irgendwo, ob in Schweden oder Sonstiges, Probleme mit ihm gehabt, ne? Ja. Also, wir haben immer 'n Park immer, dass wir irgendwo stehen konnten und, was das Schöne ist halt wirklich, mit seiner Luxusklassenausführung macht natürlich viel aus. Ja. Ja, prima. Liebe Gabi, vielen, vielen Dank für die Vorstellung dieses Problems. Man hört ja auch sehr oft so Aussagen wie, das wird das letzte Fahrzeug sein, zu der Marke gehe ich nicht mehr. Und dann ist es natürlich auch immer schön zu hören, wenn man mal so seine Marke gefunden hat. Und es ist ja auch wirklich ein wunderschönes Auto, auch diese Farbgestaltung. Wenn man hier steht, ich glaube, im Video kommt er gar nicht mal so groß vor, aber es ist doch ein mega Fahrzeug. Ja, wie die Gabi schon sagte, 8,60 Meter. Wenn man dann natürlich noch hinten 'n Fahrradträger oder so dabei hat, kommt das ja auch noch mal dazu. Ja, und an dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich dafür, dass ihr wieder zu einer neuen Folge von Campinglust TV eingeschaltet habt. Wenn euch dieses Video gefällt, dann lasst doch ein Abonnement da, kostet nichts, unterstützt uns aber. Und ansonsten schreibt doch mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr so für interessante Geschichten über eure Fahrzeuge habt. Also, bis zum nächsten Mal, euer Marvin.